Bei der Aufnahme eines Panoramas wird nicht nur die seitliche Umgebung um 360 Grad eingefangen, sondern auch 180 Grad nach oben und unten. Dies resultiert darin, dass der Tripod, also das Stativ, ebenfalls im Panorama sichtbar ist. Mit Erfahrung im Bereich der Bildbearbeitung kann das natürlich rausbearbeitet werden. Eine simplere Alternative bietet die 3D Vista interne Tripod Cap Funktion. Mit dem Tripod Cap kann außerdem, wie in diesem Beispiel, das gewünschte Logo platziert werden. Um einen Tripod Cap zu nutzen, wählen Sie im Reiter Panoramen ein Panorama aus, indem Sie einmal darauf klicken und navigieren Sie dann zu Caps. Hier sehen Sie eines unserer Panoramen. Am unteren Rand sind die Stativbeine des Stativs zu erkennen. Sie können zwischen Stativ-Cap und Himmel-Cap Einstellungen auswählen. Das Stativ-Cap wird, wie der Name impliziert, dazu genutzt, um ein Stativ am unteren Rand zu verdecken. Klicken Sie also auf das blaue Plus neben Stativ-Cap-Einstellungen. Es öffnet sich die Medienbibliothek, in der Sie entweder ein von 3D Vista gestelltes Cap wählen oder ein eigenes hinzufügen können. Um ein eigenes Cap zu verwenden, klicken Sie auf das Bildsymbol mit dem Plus. Wählen Sie dann Ihre Bilddatei aus und laden Sie sie hoch. Nun haben Sie einige Anpassungsmöglichkeiten. Mit dem Slider Größe wird eingestellt, wie viel vom Panorama das Cap verdeckt. Am besten wird eine Größe ausgewählt, mit der das Stativ gerade so nicht sichtbar ist. Darunter gibt es die Position. Diese passt die Rotationsrichtung des Caps an. Wenn die Inschrift eines Caps in eine bestimmte Richtung zeigen bzw. gut lesbar sein soll, kann dies hier geändert werden. Der VR-Abstand misst, wie der Name sagt, den Abstand des Caps zur Kamera in Metern. Der Handcursor nutzen toggelt den Handcursor an und aus. Wenn Fix auf Panorama eingeschaltet ist, verhindert es, dass sich das Cap mit dem Blickwinkel ändert. Wenn ausgeschaltet, dreht sich das Cap mit der Kamera mit. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn der Text auf einem Cap immer gut lesbar sein soll. Der Verzögerungseffekt fügt ein Wackeln des Caps hinzu, wenn sich die Kamera dreht, egal ob Fix auf Panorama ein- oder ausgeschaltet ist. Das kann vom Vorteil sein, um beispielsweise einen Kompass zu simulieren. Nachdem das Cap platziert und angepasst wurde, können Sie über Einstellungen anwenden für auswählen, für welche Panoramen das Cap übernommen werden soll. Mit der Option Alles auswählen wenden Sie das Cap für alle sich in der Tour befindenden Panoramen an. Bestätigen Sie danach Ihre Auswahl mit Fertig.